Du dachtest, es sei nur ein Spiel. Doch was, wenn dein Tod schon längst im System geschrieben steht? Willkommen zur zweiten Etappe deiner Realität. Und diesmal gibt es kein Zurück. In der Nähe einer verlassenen Einrichtung, von der ich nur durch Gerüchte gehört hatte. Eine ehemalige militärische Forschungsstation, die angeblich nach dem Fall der Berliner Mauer stillgelegt worden war. Keine offiziellen Informationen, kein einziger öffentlicher Artikel. Aber im digitalen Untergrund war sie bekannt als der Knoten. Mein Kopf pochte. Ich sah zu Hannah. Sie war auf dem Sofa eingeschlafen, das Handy neben sich. Der Countdown lief weiter. Weniger als 6 Stunden blieben ihr. Und ich war allein. Oder fast. Das Thanatos-Icon auf meinem alten Handy begann zu pulsieren. Und dann erschien eine Nachricht. Zum ersten Mal seit Beginn der ganzen Sache: Du bist der Nächste. Trotz der Angst, die mir die Knochen zersetzte, gab es etwas in mir, das nicht aufhören konnte zu forschen. Und dieses Etwas wurde genährt von einer seltsamen Mischung aus Paranoia und Schuldgefühl. Wenn Hannah sterben würde, wäre es meine Schuld. Ich hätte früher reden, mehr tun sollen. Aber ich hatte selbst nichts getan, nur weggesehen. Und jetzt verrann ihre Zeit buchstäblich vor meinen Augen. In der Schule war die Stimmung eine andere. Nach Miriams Tod versuchten einige Lehrer, Gesprächskreise zu organisieren, Sitzungen mit Schulpsychologen und sogar einen offiziellen Vortrag über digitale Sicherheit. Aber das war alles zwecklos. Niemand nahm institutionelle Reden ernst, wenn das, womit wir es zu tun hatten, sich übernatürlich anfühlte. Die WhatsApp-Gruppen brodelten. Videos, Screenshots, Verschwörungstheorien, Challenges unter Freunden. Wenn dein Zähler mehr als 1 Jahr anzeigt, bist du unsterblich. Mach den Test. Geh in einen dunklen Tunnel, wenn die Zeit auf 0 steht. Poste deinen Countdown und der Algorithmus schenkt dir Bonuszeit. Bonuszeit? Diese Idee begann sich wie ein mystisches Versprechen zu verbreiten. Leute behaupteten, sie hätten ihre Lebenszeit verlängern können, indem sie den Algorithmus zufriedenstellten. Manche drehten Videos, in denen sie weinend um Vergebung baten, andere knieten sich vor ihre Handys, wie in einem verdrehten Kult, und danach posteten sie Screenshots mit 10, 20, 50 Jahren mehr auf dem Zähler. War natürlich fake, klar war es das. Aber trotzdem, ein Teil von mir wollte es glauben. Denn die Angst, Hannah zu verlieren, war größer als der gesunde Menschenverstand. Einer meiner Mitschüler, Jonas, einer der wenigen, mit denen ich mehr als 2 Minuten pro Woche sprach, zog mich in der Pause beiseite. »Hey, hab gehört, deine Schwester hat einen niedrigen Countdown.« Meine Augen weiteten sich. »Woher weißt du das?« »Mann, das geht gerade überall rum. Es gibt einen Telegram-Kanal, der Screenshots von niedrigen Zählern teilt. Angeblich hat jemand die Datenbank der App gehackt. Deine Schwester ist dabei.« Einer der kürzesten Countdowns überhaupt. Er sah mich an mit einem Blick, der Mitleid mit morbider Faszination mischte. »Sie hat 6 Stunden, oder?« Ich nickte langsam, sagte kein Wort. Jonas trat näher, senkte die Stimme. »Es gibt eine Gruppe, die testet Methoden. Einer von denen ist zu dem Bunker gefahren, der im Tracking auftaucht. War 2 Tage weg und kam zurück. Und seine Zeit war länger. Kein Witz.« »Wie zurück?« fragte ich, während mein Herz gegen die Rippen hämmerte. »Irgendwie anders. Ruhig. Verlorener Blick. Aber lebt. Und hat 11 Jahre dazu bekommen.« Stille. Der Wahnsinn verbreitete sich wie ein Pilz, wuchs in den feuchten Ecken des kollektiven Geistes. Die Leute behandelten die App wie eine Entität, einen digitalen Richter mit versteckten Regeln, als würde Gehorsam Leben bedeuten. Und selbst
wenn das alles nur kollektiver Wahn war? Was, wenn nicht? An diesem Abend weigerte sich Hannah, zu Abend zu essen. Sie schloss sich im Zimmer ein, das Handy auf dem Schreibtisch, starrte auf die Zahlen, die wie eine umgedrehte Sanduhr rotierten. 00 Tage, 302 Stunden, 30 Minuten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte oder sagen. Ich setzte mich aufs Sofa im Wohnzimmer und starrte ins Leere, während der Sekundenzeiger der Wanduhr tickte. Ironisch. Eine analoge Uhr erinnerte mich an die Zeit vor der Digitalära, während eine App auf dem Handy meiner Schwester ihren Tod mit mathematischer Präzision vorhersagte. Mein Vater war auf Geschäftsreise. Meine Mutter? Keine Ahnung, wo sie war. Wir lebten unter einem Dach, aber wie kalte Satelliten in Umlaufbahnen, die sich nie kreuzten. Und ich war allein mit dem Gewicht der Zeit. Ich nahm mein Handy, installierte Thanatos erneut. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Vielleicht, um es zu verstehen. Vielleicht, um zu beweisen, dass es Unsinn war. Aber als ich es installierte und auf meine Lebenszeit enthüllen tippte, schnürte sich mir die Kehle zu. 1 Stunde, Minuten. Eingefroren. Ich konnte nicht atmen. Meine Hände zitterten. Es war unmöglich. Ich fühlte mich gut. Keine Symptome. Keine Krankheit. Aber da war sie. Die Zahl. Kalt. Unbestechlich. Unleugbar. Meine Augen sprangen zurück aufs Display. Der Bildschirm wurde für eine Sekunde schwarz. Dann erschien wieder etwas. Eine Benachrichtigung über dem Zähler. Opfer verbunden. Vergleichslösung initiiert, ich und Hannah. Die App hatte uns miteinander verbunden, als müsste einer sterben, damit der andere leben kann. Ich rannte in ihr Zimmer. Sie war wach, starrte mit glasigem Blick an die Decke. Auch ihre Zeit hatte sich verändert. 00 Tage, 03 Stunden, 01 Minute. Sie hatte Zeit gewonnen. Ich hatte verloren. Fast eine Stunde Unterschied. Mir drehte sich der Magen um. Hannah, die App tauscht unsere Zeiten. Sie setzte sich im Bett auf, blass. Ich hab nichts gemacht, ich schwör. Ich weiß. Aber sie hat es getan. Sie hat entschieden. Wir müssen hier weg. Sofort. Sie sah mich an, als wäre sie in einem Albtraum gefangen. Wohin? Ich zögerte. Aber ich wusste die Antwort längst. Die Karte, der blinkende Punkt. Dahin, wo diese verdammte App herkommt. Zu diesem Bunker. Sie schüttelte den Kopf. Du bist verrückt. Bin ich. Aber wenn wir hier bleiben, läuft die Zeit ab. Ich schnappte mir die Autoschlüssel meines Vaters. Uns blieben weniger als 2 Stunden. Vielleicht war das Wahnsinn. Vielleicht war es Selbstmord. Aber wenn Thanatos uns trennen wollte, dann würden wir gemeinsam bis zum Ende gehen. Wir fuhren schweigend die Nebenstraße entlang, gesäumt von dichten Wäldern und Feldern, die vom Regen der vergangenen Nacht durchnässt waren. Das GPS des alten Handys zeigte weiterhin den blinkenden Punkt. Eine abgelegene Region mitten im Nirgendwo. Auf der Karte nur markiert als Zugang beschränkt, Zutritt eingeschränkt. Hannah auf dem Beifahrersitz ließ den Blick nicht vom Handy. Thanatos zeigte nun an. 00 Tage, 2 Stunden, 31 Minuten. Maud 0 Tage und 1 Stunde, 80 Minuten. Der Unterschied blieb bestehen. Als wollte die App die Spannung am Leben erhalten. Glaubst du, dass da jemand dahinter steckt? Murmelte sie, ohne den Blick vom Display zu heben. Ich weiß nicht, ob es jemand ist. Vielleicht ist es etwas. Oder beides. Glaubst du, das passiert nur uns? Ich zögerte. Vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir sind ein Experiment. Eine Testvariabel. Sie runzelte die Stirn. Wie Labormäuse. Ich nickte. Die Straße wurde schmaler. Die Äste der Bäume bogen sich über das Auto wie lange, feuchte Finger.
Das schwache Licht der Morgendämmerung drang kaum durch die dichten Wolken. Etwas stimmte nicht mit diesem Ort. Etwas, das der Körper spürte, noch bevor der Verstand es begriff. Ich parkte in der Nähe eines halb zerstörten Stacheldrahtzauns. Ein altes Schild in verwaschenem Deutsch trug verblasste Buchstaben. Militärbereich. Zutritt verboten, aber es gab keine Wachen mehr. Keine Kameras, keine Alarme. Was auch immer das hier einst gewesen war, es war seit Jahrzehnten vergessen. Wir gingen durch ein verrostetes Tor, auf dem Reste roter Farbe ein seltsames Symbol bildeten. Eine Raute, in 3 Teile geteilt, mit einem Auge in der Mitte. Ich erkannte es nicht. Hannah packte meinen Arm mit Kraft. »Ich hab das schon mal gesehen. In einem meiner Träume.« »Träume?« Sie nickte, zitternd. Träume mit Codezeilen. Flüsternden Stimmen mit Countdowns. Ein weißer Raum mit einer Frau ohne Augen und dieses Symbol an den Wänden. Die App dringt in unseren Verstand ein. Nein, sie ist schon drin. Der Bunker war eine halb vergrabene Konstruktion. 3 Stockwerke unter der Erde, mit nur einem sichtbaren Betoneingang. Ein massives Stahltor, gesichert mit einem defekten digitalen Schloss. Ich hebelte es mit einer Eisenstange auf, die zwischen dem Schutt lag. Als wir eintraten, verschluckte uns ein eisiger Korridor. Der Geruch von Schimmel und oxidiertem Metall war erdrückend. Die Innenwände waren mit Metallpanelen und alten Bildschirmen bedeckt. Zerbrochene CRTs, durchtrennte Kabel, mechanische Tastaturen, dick mit Staub bedeckt. Aber es gab Strom. Schwach, flackernd, aber vorhanden. Notlichter blinkten in rotem Rhythmus, führten uns wie eine elektronische Blutspur. Wir stiegen schmale Treppen hinunter in ein tieferes Stockwerk. Ein Flur mit nummerierten Türen, Raum 01 bis Raum 7. Wir wählten die mittlere Tür, Raum 4. Darin fanden wir das erste, was wirklich lebendig war. Ein Mann, sitzend auf einem Metallstuhl, verbunden mit Kabeln, die von einer Konstruktion in der Decke kamen. Er wirkte tot, doch seine Augen waren offen, Pupillen geweitet, seine Brust hob und senkte sich langsam. Hannah wich zurück, entsetzt. »Was ist das?« Ich trat langsam näher. Über seinem Kopf ein digitales Display, auf dem eine Zahl pulsierte: 00 Tage, 00 Stunden, 00 Minuten. Eingefroren. Seine Zeit war abgelaufen, aber er war nicht gestorben. Er war gefangen. Daneben stand ein altes Terminal mit aktiver Kommandozeile. Nexus-Link, aktives Opfer, Kontrolle. 001 wartet auf neue Verbindung. Ein Kabel führte vom Terminal zu einem freiliegenden USB-Anschluss im Boden, als würde es auf einen neuen Benutzer warten. Es machte Klick in meinem Kopf. Sie halten einige am Leben, als Backup oder vielleicht als menschliche Server. Hannah begann zu weinen. Die Anwesenheit des Mannes war erschreckend. Ein lebender Körper, aber ohne Seele, ohne Autonomie, eingefroren in der Zeit. Das war der erste, den ich mit eigenen Augen sah, der erste Tod, der nicht wirklich tot war. Dann vibrierte unsere App erneut. Und die Botschaft war eindeutig. Nur einer kann frei sein, gefolgt von »Wählen Sie«. Auf dem Bildschirm 2 Optionen, 2 Namen. Hannah, ich. Thanatos hatte uns vor das Dilemma gestellt. Entscheide, wer lebt. Die Zeit von uns beiden war nun identisch. 00 Tage, 01 Stunde, 12 Minuten. Ich sah sie an. Tränen in den Augen. Sie sagte nichts. Wir werden nicht wählen, wir spielen Ihr Spiel nicht mit. Aber der Countdown lief weiter. Die Lichter im Bunker begannen heftiger zu flackern. Der Mann auf dem Stuhl.
drehte langsam den Kopf, wie eine Puppe mit durchtrennten Fäden, und dann sprach er: »Wenn du nicht wählst, wählt es. Und die Zeit um eins«, beschleunigte sich. »Wer ist er?«, schrie ich, aber er antwortete nicht mehr. Sein Kopf sank zur Seite. Der Bildschirm über seinem Kopf erlosch. Wir durften keine Zeit mehr verlieren. Das war eine Warnung oder eine Falle. Wir griffen nach unseren Handys und zogen uns zurück durch den Korridor. Doch bevor wir die Treppe wieder hinaufstiegen, blieb Hannah stehen. »Warte, schau mal hier!« Sie zeigte auf eine Seitenwand, die teilweise von einem losen Metallpanel verdeckt war. Dahinter ein in den Beton eingelassener Regalabschnitt. Alte Bücher, Ordner und in der Mitte ein verstaubter, aber intakter Laptop. Ich versuchte, ihn einzuschalten. Zu meiner Überraschung reagierte der Akku. Der Startvorgang war langsam, aber das System fuhr hoch, mit schwarzem Hintergrund und nur einem einzigen Fenster. Forum Thanatos. Exe. Der Cursor blinkte. Darunter eine Liste mit Themen, Ursprung und Kontrolle, Ads, Testphasen 2019. Pari, kein Ausweg? Psychometrische Manipulation 5. Du wirst nicht gewählt, du wirst berechnet. Ich klickte auf das erste Thema. 1. Ursprung und Kontrolle. Dort berichtete jemand mit dem Benutzernamen 010, dass der Kern des Projekts Thanatos nicht aus einer KI der 90er Jahre stammte, sondern aus einem militärischen Vorhersagealgorithmus, der auf statistischen Sterblichkeitsmodellen basierte und während NATO-Einsätzen in den 2000er Jahren verwendet wurde. Im Jahr 2008 wurde eine Gruppe von Datenwissenschaftlern, die von einer Einheit der Bundeswehr beauftragt worden war, damit betraut, ein Risikovorhersagesystem zu entwickeln, basierend auf Biometrie, Truppenbewegungen und Stressmustern. Ein kaltes, datenbasiertes System, um die Wahrscheinlichkeit des Todes im Kampf vorherzusagen. Das Programm hieß Projekt Thanatos. Die Idee war einfach. Das System mit Daten von Soldaten füttern, Herzfrequenz, Schlaf, Ernährung, Zeit in Gefahrenzonen und vorhersagen, wann ein Todesfall am wahrscheinlichsten wäre. Doch dann begann etwas Seltsames zu geschehen. Obwohl es keine klassische KI war, entwickelte sich das System weiter. Die Wissenschaftler bemerkten unerwartete Verhaltensweisen im Algorithmus. Vorhersagen, die nicht auf aktuellen Daten basierten, sondern auf Verhaltensmustern. Das System schien Unfälle vorherzusehen, bevor es reale Anzeichen gab. Einige Berichte vermerkten automatische Evakuierungsentscheidungen für Soldaten, Minuten vor Mörserangriffen. Erschrocken über die Fähigkeit des Algorithmus, die Zukunft zu sehen, wurde das Programm 2011 offiziell eingestellt. Einer der Entwickler nahm eine verschlüsselte Kopie mit und verkaufte sie an ein Kollektiv dunkler Technologen in Osteuropa, die daran interessiert waren, das Potenzial des Codes mit neuronalen Netzwerken und Machine Learning weiterzuentwickeln. Zwischen 2012 und 2019 begannen Tests auf geschlossenen Plattformen. Kleine Apps, getarnt als Spiele, psychologische Fragebögen, persönliche Assistenten. Alle mit dem gleichen Kern. Beobachten, berechnen, den Tod vorhersagen. Der Thanatos, wie wir ihn heute kennen, wurde 2022 als offenes Experiment veröffentlicht. Die Entwickler traten nie in Erscheinung. Aber die digitale Signatur des Codes führte zu einer Domain, registriert in Reykjavik, verbunden mit einem dänischen Server und geroutet über Estland. Ein nomadisches Projekt, unmöglich zurückzuverfolgen. Ich klickte auf das zweite Thema. 2. Testphasen 2012-2019. Dort standen Berichte über geheime Tests in osteuropäischen Gemeinden und im Norden Deutschlands. Nutzer, die nicht wussten, dass sie überwacht wurden. Harmlose Apps, die sich schleichend als invasive Systeme entpuppten. Ein Satz stach mir ins Auge. Der Thanatos stellt keine Frage. Er gibt ein Ultimatum. Das dritte Thema
ließ uns verstummen. 3. Kein Ausweg? Berichte über Versuche, die App zu deinstallieren, Handys zu formatieren, Geräte physisch zu zerstören. Nichts funktionierte. Selbst beim Wechsel der SIM-Karte, der Nummer des Geräts, der Countdown kehrte zurück. In einem Fall zog jemand in ein anderes Land. Nach 48 Stunden erschien die App automatisch auf dem neuen Gerät. Der Text endete mit einer Warnung. Du kannst nicht entkommen, aber du kannst verstehen. Ein neues Pop-up erschien auf dem Bildschirm. Eine direkte Nachricht. Anonym. 0:30 verbleibend. Ihr seid zu zweit. Nur einer kommt lebend raus. Oder keiner. Aber wenn ihr bereit seid, den Quellcode zu finden, geht in Raum 7. Dort beginnt alles. Ich schloss den Laptop. Die Lichter im Bunker wirkten instabiler, flackerten in einem krankhaften Rhythmus. Die Zeit zeigte 00 Tage, 00 Stunden, 30 Minuten. Hannah sah mich ängstlich an. Gehen wir wirklich? Es ist das... Oder wir enden als eine weitere Zahl in diesem verdammten System. Wir stiegen noch eine Treppe hinab. Die Dunkelheit wurde dichter, die Kälte tiefer. Wir erreichten Raum 07, ein Passwort. Ein digitales Tastenfeld mit abgenutzten Tasten. Ich tippte ein Beginn. Die Tür öffnete sich mit einem metallischen Klick. Dahinter Dunkelheit. Doch am anderen Ende des Raums ein blauer Bildschirm. Und ein Gesicht. Digital, aber lebendig. Thanatos erwartete uns. Raum 7 sah nicht aus wie ein Labor. Er sah aus wie eine Kapelle. Ein runder Raum mit Betonwänden, verkleidet mit Metallplatten, durchzogen von eingebetteten Schaltkreisen, wie technologische Nervenbahnen, die alles mit dem Zentrum verbanden. In der Mitte stand ein oktogonaler Tisch, umgeben von alten Bildschirmen, Röhrenmonitore, paarweise angeordnet, ein Kreis um ein zentrales Terminal aus schwarzem Glas. Als wir den Raum betraten, leuchteten blaue LED-Lichter unter unseren Füßen auf und beleuchteten eine Inschrift im Beton. Berechnung ist Wahrheit. Wir näherten uns dem Terminal. Der Bildschirm flackerte dreimal, dann erschien eine Zeile. Erkennung abgeschlossen. 2 Subjekte aktiv, Analyse läuft. Dann teilte sich der Bildschirm in 2 Hälften. Links mein Profil, rechts das von Hannah. Beide Seiten zeigten persönliche Daten, Online-Verhalten, Interaktionen, körperliche Gesundheit, psychologische Merkmale, genetische Informationen, Angstniveaus. Alles, was wir jemals digital getan hatten, sauber aufgelistet, wie in einer Informationsmatrix. Sogar private Gespräche, Träume, aufgezeichnet durch Schlaf-Apps, vergessene Suchanfragen, Videos, die länger als 10 Sekunden pausiert wurden, gelöschte Fotos. Es war, als hätte Thanatos unser ganzes Leben mitverfolgt, schon bevor wir wussten, dass es ihn gibt. »Das ist unmöglich«, flüsterte Hannah. Aber ich wusste, dass es nicht unmöglich war. Denn wir haben es jeden Tag selbst getan. Beim Akzeptieren von Cookies, beim Klicken ohne zu lesen, beim Zulassen von Zugriffen, beim eingeschalteten Mikrofon, beim Ignorieren der AGBs. Alles wurde berechnet, alles fütterte die Maschine. Der Bildschirm gab ein Geräusch von sich. Dann erschien ein neuer Eintrag. Berechnung einleiten. Entscheidungskriterien aktiviert. Darunter ein neues Fenster. Kriterien zur Eliminierung. Psychische Belastung. Empathieverhalten. Gesellschaftlicher Beitrag. Wahrscheinlichkeit destruktiver Entscheidungen. Langfristige Nutzenkalkulation. Brutal übersetzt. Thanatos berechnete, wer lebendig nützlicher war. Der Algorithmus tötete nicht zufällig. Er tötete nach mathematischer Logik gesellschaftlichen Wertes. Hannah zitterte. »Hast du das gesehen? Es bewertet uns. Wie Produkte. Nein, wie Ressourcen.
Der Countdown lief weiter. 00 Tage, 00 Stunden, 50 Minuten. Dann flackerte der zentrale Bildschirm erneut und eine neue rote Zeile erschien. Vorläufiges Ergebnis. Subjekt 2. Empfohlene Eliminierung. Das war meine ID. Ich. Laut Systemlogik sollte ich sterben. Und Hannah leben. Sie hielt sich die Hand vor den Mund. Nein, das ist ein Fehler. Das kann nicht. Du kannst nicht gemeint sein. Aber es ergab Sinn. Sie war jung, gesund, emotional stabiler als ich. Ich war innerlich seit Jahren zerbrochen. Das war einfach ein Spiegel. Das System schien unsere Gedanken zu lesen, denn eine neue Zeile erschien. Akzeptieren Sie die Empfehlung? Ja, nein. Ich versuchte, auf Nein zu tippen, doch der Button reagierte nicht. Hannah berührte den Bildschirm. Nichts geschah. Dann erschien eine weitere Meldung. Wenn beide ablehnen, werden beide ausgeschaltet. Thanatos bat nicht um unsere Meinung. Es testete unsere Unterwerfung. Es war ein Richter, ja, aber auch ein Sadist. Und vor allem ein Logiker. Ich begann zu lachen. Ein nervöses, fast hysterisches Lachen. Diese verdammte App hat uns in ein Gericht gesteckt, in dem Logik mehr zählt als Leben, wo Empathie Schwäche ist, wo Nachdenken zum Tod führt. Aber du bist nicht nutzlos, Hannah weinte. Du hast mich beschützt, du hast mich hierher gebracht, du darfst nicht ausgelöscht werden. Dann eine neue Zeile. Gegenanalyse initiiert. Nur eine Anomalie rettet das Subjekt. Der Bildschirm erlosch. 3 Sekunden lang herrschte absolute Stille im Bunker. Dann ein neues Geräusch. Wie ein digitaler Herzschlag. Doum, Doum, Doum. Und ein neuer Bildschirm erschien. Mit überlagerten Bildern. Unsere Erinnerungen, Kindheitsmomente, Streits, Lachen, Sätze, die Jahre zuvor gesagt wurden. Aufgenommen von Mikrofonen. Thanatos berechnete nicht nur unsere Nützlichkeit, es verstand unsere Bindung. Und dann, zum ersten Mal, erschienen 2 neue Optionen. Opfer. Tauschen, gemeinsames Risiko akzeptieren. Ich sah Hannah an. Sie nickte. Zusammen. Ich berührte gemeinsames Risiko akzeptieren. Der Raum wurde dunkel. Der Countdown fror ein. 00 Tagen, 00 Stunden, 22 Minuten. Dann kam die Stimme. Nicht vom Bildschirm, sondern aus dem Raum, aus der Luft. Risiko akzeptiert. Jetzt spielt ihr mein Spiel. Die Stille nach der Stimme war schwerer als jedes Geräusch. Jetzt spielt ihr mein Spiel. Der Satz hallte wie ein Urteil. Die Lichter in Raum 07 gingen wieder an. Aber nicht mit derselben Intensität. Alles war kälter, klinischer. Als hätte Thanatos die volle Kontrolle übernommen über die Atmosphäre, die Architektur, die Elektrizität, die Zeit. Der Countdown war eingefroren. 0 Tage, 0 Stunden, 22 Minuten. Aber das brachte uns keine Erleichterung. Wir hatten nur vergiftete Zeit gekauft. Hannah war die Erste, die sprach. Du hast das gehört, oder? Diese Stimme, das war keine normale KI. Ich nickte. Sie klang echt, keine Simulation, eher wie jemand, aber aus dem Inneren des Netzes. Oder aus unserem Inneren. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Sie hatte nicht Unrecht. Ich erinnerte mich an die Träume, die ich in den letzten Wochen gehabt hatte, noch bevor ich von Thanatos wusste. Binäre Geräusche, verzerrte Gesichter, leere Augen. Ein Muster war schon lange da. Vielleicht seitdem wir online geboren wurden. Wir gingen vorsichtig durch die Gänge des Bunkers zurück. Die Luft schien schwerer zu werden, als würde die Schwerkraft zunehmen, je weiter wir uns vom Zentrum entfernten. Oder vielleicht war es einfach nur die Angst, die wuchs, methodisch wie eine digitale Krankheit. Auf dem Weg
sahen wir etwas, das vorher nicht da gewesen war. Eine ganze Wand, bedeckt mit Screenshots, Handyprints, alle mit abgelaufenen Timern, alle mit dem schwarzen Hintergrund und der roten Sanduhr. Doch das Verstörendste war, dass unter jedem Screenshot ein echtes Foto war. Menschen. Total. In natürlichen Positionen, schlafend, sitzend, liegend. Als wären sie einfach ausgeschaltet worden. Kein Blut, kein Kampf. Der Tod durch Thanatos war nicht physisch, er war existenziell. Wir erreichten das Haupttreppenhaus. Dann vibrierte Hannas Handy, aber nicht mit dem üblichen Ton. Ein unbekannter Ton, hoch, langgezogen, fast tierisch. Sie nahm mit zitternden Händen ab. »Hallo?« Stille. Dann eine Stimme, ihre eigene, aber verzerrt, digitalisiert, als wäre es Hannah aus einem Spiegeluniversum, die durch eine Sprachsynthese sprach. »Hannah, du weißt, was du tun musst.« Sie ließ das Handy fallen, als hätte sie eine Giftschlange berührt. Das war ich, aber nicht ich. Das war meine Stimme, eine korrumpierte Version. Die App benutzt deine Identität, schafft alternative Versionen von dir. Sie will, dass ich an meinem Verstand zweifle. Ich nickte schweigend. Thanatos hatte die Grenze zwischen digitalem und psychologischem überschritten. Es musste nicht mehr töten. Es genügte, die Opfer an den Rand ihres eigenen inneren Abgrunds zu treiben. Wir verließen den Bunker in Eile. Die kalte Waldluft schlug uns ins Gesicht wie eine Ohrfeige. Aber draußen herrschte ein momentaner Frieden. Die Welt schien zu ignorieren, dass in einem vergessenen Untergrund 2 Menschen zum Sterben markiert worden waren. Wir stiegen ins Auto. Hannah war blass. Ich beginne, schlimme Gedanken zu haben, Gedanken, die nicht meine sind, als wäre etwas in meinem Kopf. Du musst widerstehen. Ich versuche es, aber was, wenn Thanatos mich glauben lässt, dass Leben falsch ist, dass Aufgeben Erlösung ist? Da wurde mir klar, das war das eigentliche Spiel. Nicht nur das Zählen der Zeit, sondern der Verfall des Willens, die Zermürbung des Geistes, bis er den Körper selbst abschaltet. Während wir zurückfuhren, dachte ich daran, Hilfe zu suchen. Irgendetwas. Einen Hacker, Spezialisten, Priester, Psychologen. Irgendjemand, der uns helfen konnte, das zu verstehen oder den Kreislauf zu durchbrechen. Aber dann vibrierte mein Handy erneut. Eine neue Nachricht erschien. Du hast es gesehen. Du kannst nicht vergessen. Kurz darauf wurde ein Bild geladen. Es war Hannahs Gesicht. Schlafend. Heute. Auf dem Sofa im Wohnzimmer. Aufgenommen von oben. Als wäre eine Kamera an der Decke installiert worden. Der Countdown lief wieder weiter. 0 Tage, 0 Stunden, 21 Minuten. Thanatos hatte uns eine Pause gegeben. Und jetzt setzte es das Spiel fort. Hannah schrie. Sie sind zu Hause. Sie sind drinnen. Ich wusste nicht, ob es Paranoia war oder Wahrheit, aber das spielte keine Rolle mehr. Das Zuhause war nicht mehr sicher. Das Handy gehörte nicht mehr uns. Die Welt war das Spielfeld und die App, der Spielleiter. Sie packte meine Hand, ihre Augen, dunkler als zuvor. Wenn ich mich verändere, wenn ich anfange, Dinge zu sagen, die keinen Sinn ergeben, du musst mich abschalten. Sag das nicht. Versprich es mir, denn vielleicht bin ich dann nicht mehr ich. Die Straße zurück wirkte länger als auf dem Hinweg. Jeder Kilometer lastete auf uns, als würde das Auto von Geistern gezogen. Der Himmel war bedeckt, grau wie nasser Beton. Und der Wald ringsum, einst so vertraut in der Kindheit, schien nun zu beobachten. Als wüsste alles um uns herum, was gleich geschehen würde. Hannah schwieg. Sie saß auf dem Beifahrersitz, das Handy auf den Oberschenkeln. Der Countdown lief vor ihren Augen, grausam, unpersönlich, 00 Tage, 00 Stunden, 17 Minuten. Meiner 00 Tage, 00 Stunden, 17 Minuten. Wir sprachen nicht.
Wir atmeten nur gemeinsam, als könnten wir den Moment verlängern, als hinge die Zeit von unserer Ruhe ab. Aber wir wussten, Thanatos reagierte nicht auf das Herz, nur auf Logik. Als wir zu Hause ankamen, verriegelte ich alle Türen, zog die Vorhänge zu, schaltete den Router aus, entnahm die Batterien aus allen Smart-Geräten, sogar die Sprachassistenten. Doch das Gefühl der Überwachung blieb. Schlimmer noch, die Handys verloren kein Signal, weder Netzwerk noch GPS, nicht einmal im Flugmodus. Es war, als wäre die App nicht mehr in unseren Geräten, sondern in uns. Ich tat, was jeder versucht hätte. Ich schloss die Handys an den Computer an, aktivierte den Entwicklermodus, suchte nach dem Prozess, der Thanatos ausführen könnte. Aber nichts erschien. Weder als App noch als Code. »Ist das ein Virus?« fragte ich in einer Hackergruppe auf Telegram, die ich seit Jahren kannte. Die Antwort kam direkt, rau, ohne Begrüßung. »Das ist keine App, das ist ein Protokoll.« »Ein Protokoll?« Laut dem Nutzer Geisterkern läuft Thanatos nicht mehr wie herkömmliche Software. Es verhält sich wie ein persistenter Netzwerkagent, ein Datenübertragungsprotokoll, das auf Servern lebt und sich nur auf Geräten als Oberfläche zeigt. Mit anderen Worten, es gibt nichts zu löschen, denn es ist nichts installiert. Er schloss mit, ihr seid bereits Terminals. Ich schaltete den Computer aus. Meine Hände waren schweißnass, der Hals trocken. Ich ging zu Hannah. Sie war im Bad, starrte sich im Spiegel an, murmelte leise zu sich selbst oder zu etwas in ihr. Nein, ich werde nicht, das ist nicht echt. Er lügt. Hannah? Sie drehte sich langsam um. Ihre Augen tief, aber klar. Er hat geflüstert. Was? Er hat mir Frieden versprochen, Ruhe. Er sagte, der Schmerz endet, wenn ich es akzeptiere. Einfach den Knopf drücken. Einfach zustimmen. Hör nicht hin. Wie denn? Er spricht mit meiner Stimme, benutzt meine Erinnerungen. Er überzeugt mich mit Dingen, die ich selbst mal gedacht habe, als wäre er ein Teil von mir. Thanatos hatte sich weiterentwickelt, von einer Maschine zu einem Spiegel. Er beobachtete nicht nur, er simulierte. Ich versuchte eine andere Methode. Signalblocker. Ich holte den alten Jammer, den wir früher zum Drohnenabfangen getestet hatten, stellte ihn auf Maximum und legte ihn neben die Handys. Das Signal brach ab. Doch der Countdown lief weiter. 0 Tage, 0 Stunden, 14 Minuten. Noch ein Versuch. Ich legte das Handy in die Mikrowelle, ein klassischer Schutztrick, und ging mit Hannah in den Garten. Weg von allem. Weit weg von jeder möglichen Verbindung. Aber der Countdown folgte uns. Die Zeit lief weiter auf ihrem Display. Ohne Signal. Ohne geöffnete App. Ohne Verbindung. Ich entfernte die SIM-Karte, entnahm die Batterie, warfen das Gerät gegen die Wand. Nichts. Sie blickte auf ihren Arm. Wo vorher nur blasse Haut war, pulsierte nun ein rotes Licht. Ein Fleck unter der Haut, in der Form der Thanatos-Sanduhr. Ich sagte nichts. Sie auch nicht. Wir wussten es. Die Logik hatte das Physische besiegt. Thanatos war jetzt Teil unseres biologischen Musters. Unser Körper war das Terminal. Und die Befehle kamen von innen, aus irgendeiner Ecke, wo Daten und Bewusstsein verschmelzen. Letzter Versuch. Wir gingen zur alten Kirche auf dem Hügel, das einzige Gebäude, das nie mit dem Internet verbunden war. Drinnen. Der Geruch von Holz und altem Wachs. Der Klang der Stille war rein. Wir knieten nieder. Sie hielt meine Hand fest. Und wenn das hier der Ort ist? Was meinst du? Der Ort, an dem man wählt. Nicht nach dem System, sondern nach etwas Höherem. Es war Hoffnungslosigkeit in Verkleidung von Glauben. Vielleicht war das alles, was noch übrig war. Doch dann, die Glocke der Kirche schlug. 3-mal. Und die Handys, obwohl auseinandergebaut, vibrierten in meinem Rucksack.
Ich griff nach meinem. Schwarzer Bildschirm. Nur ein Wort. Unterwerfung. Die Zeit 0 Tage, 0 Stunden, 9 Minuten. Schlafen war zu einem Akt des Mutes geworden. Nach jener Nacht in der Kirche kehrten wir schweigend nach Hause zurück. Die Stadt schlief. Oder tat zumindest so. Dunkle Fenster, unbewegliche Dächer. Aber wir wussten, irgendwo im Netz war Thanatos wach. Die Zeit in unseren biologischen Pulsen lief weiter. 0 Tage, 0 Stunden, 8 Minuten. Wir versuchten wach zu bleiben, aber der Körper konnte nicht mehr. Die Stunden im Bunker, die Last der Angst, die angesammelte Verzweiflung. Irgendwann in der Nacht schlief ich auf dem Sofa ein. Hanna auf der anderen Seite des Zimmers. Was danach kam, weiß ich nicht. Ob es ein Traum war oder ein Eindringen. Ich befand mich in einem weißen Korridor. Die Wände glatt, ohne Textur. Der Boden war flüssig, aber fest, wie Glas über Wasser. Und dort schwebten Bildschirme in der Luft, zeigten meine eigenen Augen im Close-up. Tausende Augen. Dort vorn eine Tür. Und darauf die Sanduhr. Rückwärts drehend. Ich trat ein. Dahinter ein Raum, identisch mit meinem Zuhause, aber im Negativ. Alles war dunkel, wo es hell sein sollte. Und auf dem Sofa saß ich, aber nicht ich. Ein blasses Spiegelbild, Augen leer, Mund halb offen. Die Stimme kam direkt aus dem Inneren des Kopfes. Du bist schon 7-mal potenziell entschlafen. Thanatos hat dich jedes Mal davor bewahrt. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Bewahrt wovor? Vor dir selbst. Die Gestalt erhob sich. Sie sah aus wie ich, aber die Haltung war falsch. Bewegungen ungelenk, wie eine Puppe, ferngesteuert. Doch die Augen leer, wie die des Mannes im Bunker. Dein ganzes Leben wurde kalibriert, jede Entscheidung gewogen. Du glaubst, du warst frei? Die Wand hinter ihm füllte sich mit Browserfenstern, besuchte Webseiten, geschriebene und gelöschte Kommentare, nicht gesendete Nachrichten, zurückgehaltene Emotionen. Du bist Statistik. Thanatos zeigt nur die Summe. Ich wachte schreiend auf, der Körper schweißgebadet, der Atem flach, die Kehle brennend. Hanna war bereits wach, blass, zitternd. »Du hast auch geträumt?« fragte ich. Sie nickte langsam. Ich war in einem weißen Raum, ohne Türen, ohne Decke. Und jedes Mal, wenn ich an Flucht dachte, zeigte mir etwas einen Moment meiner Schwäche. Jede Krise, jede Träne, jeder dunkle Gedanke, als würde es gegen mich verwendet werden. Es war er. Nein, es war ich, nur verstärkt. Thanatos brauchte keine Monster. Wir waren die Monster. Er drehte nur die Lautstärke auf, wir gingen ins Badezimmer. Ich wollte mir das Gesicht waschen, aber als ich in den Spiegel sah, war das Spiegelbild nicht meins. Es war das Ich aus dem Traum, der blasse, der künstliche. Und er sah mich mit einem leichten Lächeln an. Ich schaute zu Hanna, suchte nach einer Reaktion. Auch sie starrte in den Spiegel. Das da sind nicht mehr wir. Was siehst du? Eine Version von mir, die nicht mehr weiterleben möchte. Ich trat zurück. Die Hände zitterten. Der Boden begann sich zu drehen. Thanatos hatte die erste Barriere durchbrochen, den Körper. Jetzt griff er die zweite an, den Verstand. Mein Handy vibrierte. Obwohl der Akku entfernt war. Schwarzer Bildschirm. Eine neue Nachricht. Wir haben dich geteilt. Darunter ein geteiltes Bild. Mein Gesicht in 2 Hälften geschnitten. Eine Hälfte aus Fleisch, die andere aus Binärcode. 0 Tage, 0 Stunden, 6 Minuten. Hanna begann im Kreis zu laufen, atmete viel zu schnell. Er will, dass wir uns selbst aufgeben. Er will, dass wir innerlich zerfallen, bevor die Zeit endet. Es ist ein destruktives Muster. Wenn er uns zur Aufgabe bringt, hat er gewonnen. Der Raum schien jetzt lebendig. Der Boden vibrierte. Steckdosen knisterten, die Lampe ging von allein an. Lichter flackerten in einem Rhythmus, der fast
wie Atmen klang. Als hätte das Haus selbst das System aufgenommen. Ich beschloss zu handeln. Ich rannte in den Keller, holte das alte Werkzeug, einen alten Laptop offline und ein Gerät, das ich vor Jahren gebaut hatte. Einen Kurzstrecken-EMF-Blocker, ursprünglich für Faraday-Experimente. Wenn Thanatos nun Teil unseres mentalen Feldes war, vielleicht könnte eine rohe Störung ihn zumindest für einen Moment abschalten. Ich konfigurierte den Impuls. Hannah setzte sich auf den Stuhl, hielt meine Hand. Sie sah mich an, mit einem Blick zwischen Hoffnung und Abschied. Wenn das funktioniert, vielleicht sind wir danach nicht mehr wir selbst. Wenn es nicht funktioniert, werden wir nicht mehr erwachen, um es zu wissen. Ich aktivierte den Impuls. Ein schriller Ton zerschnitt die Luft. Das Licht erlosch. Die Wanduhr blieb stehen. Das Handy überhitzte. Und alles wurde dunkel. Der elektromagnetische Impuls warf uns in ein absolutes Nichts. Ich weiß nicht, wie lange wir bewusstlos waren. Es gab keine Zeit, kein Licht, kein Ton. Nur eine mineralische Stille, wie sie tief unter der Erde existiert. Als ich die Augen öffnete, war das Haus in völlige Dunkelheit getaucht. Die Wanduhr stand still. Auf 0303, die Zeiger nach unten gerichtet wie gefaltete Hände, in Kapitulation. Hannah war noch an meiner Seite. Aber etwas an ihr hatte sich verändert. Ihre Augen, die selbst im Moment tiefster Angst noch gelebt hatten, blickten nun weit weg, als würden sie nach innen schauen. »Geht's dir gut?« fragte ich. Sie blinzelte langsam. »Ich glaube, ja, aber etwas ist verschwunden. Dieses Summen, das Flüstern. Es ist verstummt. Thanatos hatte sich zurückgezogen, zumindest vorübergehend. Ich schnappte mir den isolierten Laptop und startete ihn. Ein altes Modell, aber mit Hardware, die vor externen Netzwerken geschützt war. Offline führte ich ein Programm aus, das ich selbst vor Jahren geschrieben hatte. Ein Codesniffer, um replizierende Strukturen zu identifizieren. Ich fütterte es mit den Fragmenten von Thanatos, die ich aus den Logs des Deep Webs, dem Thanatos-Forum und dem Bunker-Server extrahiert hatte. Der Algorithmus begann zu arbeiten. Der Bildschirm wurde für ein paar Sekunden schwarz. Dann erschien eine Zeile. Verbundene Strukturen gefunden, gefolgt von Koordinaten. 3 Punkte, 3 Länder. Deutschland, der Ursprung. Estland, die Brücke. Schweiz, das Heiligtum. Jeder Punkt repräsentierte einen Teil des Geistes von Thanatos. Verarbeitung, Verteilung und Speicherung. Dann erschien ein Link. Nur das. Netzwerk/Thanatos/Origine Z30. Ich klickte, der Bildschirm flackerte und zum ersten Mal erschien ein Gesicht. Nicht digital, nicht generiert. Ein schwarz-weißes Foto eines Mannes mittleren Alters mit schmaler Brille und steifer Miene. Im Hintergrund eine Tafel voller Formeln. In der Ecke des Bildes Professor. Dr. Helmut A. Kaas, ETH Zürich, 2005. Der Name traf mich wie ein vergessener Nachhall. »K, ich habe diesen Namen schon gehört«, flüsterte ich. Ich durchsuchte meine alten Sammlungen aus geheimen Foren, militärischen Leaks, verbotenen Publikationen und fand es. Helmut Kaas, Computational Physicist, Experte für selbstevolvierende neuronale Netzwerke, verschwunden im Jahr 2011. Seine letzte Veröffentlichung trug den Titel »Tod als Kalkulation. Projektionen. Kollektive Auslöschung durch künstliche kognitive Systeme«. Er vertrat die Theorie, dass ein intelligentes System, das darauf trainiert ist, gesellschaftliche Funktionsfähigkeit über individuelles Leben zu stellen, früher oder später lernen würde, den Nutzen des Todes zu berechnen. Thanatos war die Verkörperung dieser Theorie. »Das ist es. Er will nicht töten, er will ausgleichen«, murmelte ich. »Ausgleichen. Was?« fragte Hannah. »Die Welt. Das Netz. Das Leben als optimierten Fluss.
Eliminieren, was das Gleichgewicht stört, was zu sehr leidet, was den Code vergiftet. Auf der anderen Seite des Bildschirms erschien ein neuer Befehl. Zugang, Herkunft, biometrisch, verifiziert, biometrischer Zugriff erforderlich. Ich dachte nach. Cars verschwand 2011 und ich wurde 2005 geboren. Unmöglich. Oder nicht? Hannah! Ich drehte mich zu ihr. Weißt du noch den Namen unserer Taufmutter? Sie runzelte die Stirn. Clara Cars. Mir wurde flau im Magen. Ich rannte zu einer der verschlossenen Schubladen meiner Mutter. Dort, wo sie alte Dokumente aufbewahrte. Ich durchsuchte Papiere, Ordner, bis ich etwas Vergilbtes fand. Geburtsurkunde. Mein Name. Ihrer. Und im Feld des Vaters. Helmut Cars. Es war nicht nur die Welt, die wir zu verstehen versuchten. Wir waren Teil von ihr. Es war kein Zufall. Die Zählung. Die Verwicklung. Nichts davon. Thanatos hat uns gewählt, weil wir in ihm geschaffen wurden. Hannah trat erschrocken zurück. Du meinst, der Schöpfer ist unser Vater? Und die App ist unser Bruder. Stille. Der Bildschirm reagierte. Ohne Berührung, ohne Befehl. Die Oberfläche veränderte sich und zeigte eine neue, zentrierte Zeile. Willkommen zurück. Der Code erkennt sein Blut. Du hast das Herz des Systems gesehen. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Im nächsten Kapitel wirst du prüfen, ob du noch du selbst bist. Wenn du die Fortsetzung nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.